So, liebe Freunde, heute möchte ich mich einem sehr schwierigen Thema widmen, nämlich dem Thema Wahn. Ja, wir haben ja schon sehr viel gesprochen über dieses Ausbalancieren zwischen eben den ähm, jetzt muss ich essen gehen, zwischen den Aposteln und den Freiheitskämpfern. Und da gibt es ja Leute, die in ihrer Position immer radikaler werden. Ja, das sind einerseits eben die Gesundheitsfanatiker und andererseits die Freiheitsfanatiker. Und ich möchte mir jetzt einmal die Freiheitsfanatiker anschauen. Die habe ich bis jetzt psychologisch noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Es gibt eine Studie, die finde ich sehr witzig, dass alle Freiheitskämpfer prinzipiell einen Vogel haben, die ist sowas von unseriös, also darüber kann ich nur lachen. Es gibt auch von den Gesundheitsaposteln und besonders Gesundheitsfanatikern die Tendenz, jeden Andersdenkenden gleich eine Verschwörungstheorie zu unterjubeln. Das ist auch völlig unseriös und das habe ich auch schon formuliert. Aber trotzdem gibt es im radikalen Eck der Freiheitskämpfer, also der Freiheitsfanatiker, eine Kommune, bei denen Ideen aufblühen, die vielleicht nicht mehr ganz auf dem Boden der Fakten sind und die eigentlich die ganze Gruppe der Freiheitskämpfer in ein schlechtes Licht rücken, weil wenn die Gesundheitsapostel über Freiheitskämpfer schimpfen, dann ist es meistens so, dass sie die radikalen Beispiele nehmen und allen voran der böse Bill Gates will uns allen einen Chip implantieren, damit er uns dann steuern kann. Das ist so eine Fantasie. Und ich dachte mir eigentlich immer, das ist mehr oder weniger eine Erfindung von den Gesundheitsfanatikern, die sozusagen die andere Seite schlecht machen wollen. Aber ich kriege jetzt immer mehr Zuschriften, die eben diesen Chip thematisieren. Und deswegen muss ich mich da mal drüber trauen, obwohl ich zugebe, das ist keine leichte Aufgabe. Man muss immer die Balance wahren. Und ich bin jetzt auch kein Chip-Spezialist, ich bin Psychiater und bei all diesen Dingen muss man immer schauen, dass man bei seiner Expertise bleibt und dann notfalls eben woanders eben Informationen einholt. Aber jetzt gehe ich kurz essen, ich komme wieder. So, meine Lieben, jetzt hat es ein bisschen gedauert. Sie haben das nicht gemerkt, aber es sind ein paar Stunden vergangen. Es war ein herrliches Abendessen. Ein gemütliches Tratschen, dann noch ein Telefonat mit einem Freund. So, jetzt komme ich aber zurück. Ich habe noch recht gut im Kopf, wo ich stecken geblieben bin, nämlich bei diesem Thema Übertreibungen in der eine oder andere Richtung. Und heute geht es ein bisschen um den Chip. Ja, und da möchte ich vielleicht als Psychiater vorgreifen und eine Patientengeschichte erzählen, natürlich anonymisiert wie immer, die Mikrofon herrücken, die sehr bezeichnend ist für eine Form von Störung und die, glaube ich, auch ganz gut erläutert und erklärt, wie wir Psychiater arbeiten müssen. Und zwar geht es um eine Patientin, die ich schon über 10 Jahre kenne und die regelmäßig zu mir kommt und die eine Reihe von Problemen und Störungen hat. Aber das, was im Vordergrund steht, ist die Angst davor, dass sie observiert wird, dass sie beobachtet wird und dass sie auch gewissermaßen terrorisiert wird in einem feinen Psychoterror, wo eben bestimmte Symbole angebracht werden, damit sie nach und nach ihre Nerven verliert und Selbstmord begeht. Ja, das ist so die Zusammenfassung dieser Ideen, die diese Dame hat. Wir verstehen uns ausgezeichnet, sie hat großes Vertrauen zu mir und natürlich hat sie mir das sehr lang erklärt und hat mir eben auch Plausibilitätsgründe genannt, warum das so ist und was sie da so alles beobachtet, Zeichen, die sie
eben sieht bei anderen, bei Menschen, die sich verdächtig verhalten, die dastehen und dort stehen, wenn sie spazieren geht, die ihr im Supermarkt begegnen und die sich auffällig verhalten, wo sie merkt, okay, hier gibt es ein Zeichen und dieses Zeichen kann nur eindeutig so gedeutet werden, dass sie sich möglichst bald das Leben nimmt. Und das alles ist sehr beeindruckend, weil es wirkt aufs Erste irgendwie komisch, aber gleichzeitig sehr gut begründet. Ja? Und da muss man schon als Psychiater halt nachdenken und verstehen, was ist jetzt Sache? Gibt es da wirklich jemanden, der diese Frau in den Wahnsinn treiben will, der diese Frau in den Selbstmord treiben will? Und natürlich, also das ist eine wahnhafte Störung, das ist, glaube ich, klar, hoffentlich. Und die Argumente, die sie bringt, sind Scheinargumente. Ja? Das ist ein pseudologisches Argumentieren, das diese Frau da hat. Dieser Mensch weiß nicht, dass ich Angst vor, ich sage jetzt, irgendwas Eulen hat und hat eine Eule in der Hand. Ne? Gleichzeitig haben ja viele andere Menschen keine Eule in der Hand und die eine Eule, die der eine in der Hand hat, die wird halt als Zeichen gedeutet. Und dafür gibt es natürlich gute Medikamente, die hat diese Frau auch, weil sie eben Vertrauen zu mir hat und trotzdem reicht das nicht aus. Ja? Und trotzdem müssen wir wirklich auch intensiv daran arbeiten und Monat für Monat, sie kommt nicht besonders häufig, aber Monat für Monat arbeiten wir eben das durch, dass das eigentlich insgesamt nicht stimmig ist. Ja? Also ich habe einmal vorgerechnet, wie viel das kosten würde, wenn jemand sich so viel Mühe macht, dass sie mit so vielen Menschen um sich herum so viele Zeichen bekommt, dass sie irgendwann einmal Selbstmord begeht. Da wäre es ja viel einfacher, einen Killer zu engagieren und sie zu erschießen. Oder wenn man einen Unfall simulieren würde, das ist wahrscheinlich ein bisschen kostenspieliger, aber ist auch noch viel billiger, als über 10 Jahre zu versuchen, sie einfach fertig zu machen. Ja. Und was ihr sehr geholfen hat, das habe ich natürlich mit Augenzwinkern gesagt, so wichtig sind sie nicht. Ja. Also ich meine, wenn man das bei, ich weiß nicht, was Angela Merkel macht oder sonst jemanden, dann kann man sagen, okay, ja, vielleicht bringt es irgendwas, aber bei Ihnen oder bei mir ist das ja, mein Gott, also jetzt nicht so wahnsinnig hilfreich. Und wir haben dann insgesamt, glaube ich weiß nicht, 17 oder 18 rationale Gründe genannt aus ihrer Biografie, warum diese Vorstellungen nicht sein können. Ja, das hilft meistens alleine nicht, aber das hilft in Kombination mit den Medikamenten, kann diese Frau eigentlich, die schon älter ist, eigentlich sehr gut ihr Leben leben und kommt halt einmal im Monat und das ist eigentlich toll, weil bevor sie in diese Art von Psychoedukation oder Psychotherapie gegangen ist, war sie regelmäßig stationär in der Psychiatrie und seit wir das machen, ist sie das nicht mehr. Also das heißt, sowas kann funktionieren, aber der Psychiater muss sich genau reindenken in dieses Phänomen, in die Behauptungen oder in das Warengebäude, nennen wir das, ja, also in die Struktur des Ganzen, damit er auch sagen kann, pass auf einmal, aber das ist irgendwie nicht logisch. Ja, also das irgendwie, und ich finde, das finanzielle Argument ist noch immer das Beste, nicht? Also wenn einer will, dass sie sich das Leben nehmen, damit sie nicht mehr leben, dann glaube ich, dann ist es billiger, wenn man einen kleinen Unfall simuliert oder einen kleinen Kill oder einen großen Killer schickt oder no, das ist einfach viel billiger. Das ist einfach, ich kann einer 10 Jahre lang versuchen, dass die verrückt wird und sie wird noch immer nicht verrückt, warum auch immer, und bringt sich noch immer nicht um. Also das erreicht diese Frau. Und in diesem Sinn möchte ich jetzt einen Brief vorstellen, den ich bekommen habe. Der ist schon sehr bemerkenswert. Der Name schreibt die Absenderin ist fake, Rita Krüger. Da hat sie auch eine Fake-Adresse angegeben, die lese ich nicht vor. Der Brief ist fest zugeklebt. Es wird auch drinnen beschrieben, dass das Absicht ist. Dann gibt es noch eine Schutzhülle und dann kommt der Brief zum Vorschein. Der ist 5 Seiten lang. Ich schaue jetzt mal, wie weit ich komme, weil im Grunde möchte ich auf einen Punkt Bezug nehmen. Ja.
Den kann ich jetzt so Ihnen vorlesen, aber ich habe ihn auch noch eingescannt und visualisiert. Warten Sie, ich zeige Ihnen das. Lieber Raphael Bonelli, bezüglich der Corona-Sache gibt es einen Verdacht, der sich für mich leider mehr und mehr erhärtet, für diesen ich nun an einen Punkt gekommen bin, an dem mir der Mut fehlt, weiter zu recherchieren bzw. dies digital nachvollziehbar weiter zu kommunizieren. Deswegen der Brief und kein E-Mail, weil es könnte gefährlich werden. Was ich jetzt noch vergessen habe, wo ich über mich selber nachdenke oder über dieses Video. Ich habe vergessen, die Warnkriterien durchzugehen. Ein Wahn nach Karl Jaspers, der hat noch immer die schönste Beschreibung von Wahn entwickelt, ist unvergleichliche, also 3 Kriterien hat der Wahn: unvergleichliche subjektive Gewissheit. Also jemand muss ganz, ganz sicher sein, dass es so ist. Und das zweite ist Unkorrigierbarkeit. Und das dritte ist Unmöglichkeit des Inhalts. Und Sie merken, das erste und zweite ist bei meiner Patientin nicht so, aber nur, weil sie starke Medikamente nimmt. Ja. Sonst ist ein Wahn eigentlich nicht, diskutiert man am besten mit einem Wahnkranken gar nicht, weil sich der Wahn eigentlich nur verstärkt. Das nennt man Wahnarbeit, das muss ich jetzt noch sagen. Aber diese Dame, glaube ich, also zumindest der Fake-Name ist weiblich, also ich nehme mal an, dass die Schreiberin auch weiblich ist, aber ich kann mich irren, aber das ist auch egal, ich nenne sie halt jetzt mal weiblich. Die beginnt schon einmal sehr dramatisch. Ja. Vor einigen Tagen besuchte ich eine Brandenburger Allgemeinarztpraxis zum Zwecke einer Beratung zur möglichen Kontraindikation einer Mehrfachimpfung. Gut. Nachdem wir die Daten und auch die ersten Worte gewechselt hatten, schaute sie mir im Beisein ihres gesamten Teams, welche nun dazugekommen war, sehr ernst und ruhig und gefasst. Warten Sie, jetzt muss ich meine technischen Fähigkeiten wieder erproben. Wie kriege ich das hoch? Moment. Herrlich. Okay, dann muss ich jetzt wieder. Habe ich schon kapiert, so einfach kann das sein. Schaute sie mir im Beisein des gesamten Teams sehr ernst, ruhig und gefasst in die Augen und sagte: Jetzt kommt, es ist noch viel schlimmer, als wir alle denken. Ja, also hier beginnt jetzt sozusagen diese Idee. Das, was ich Ihnen jetzt sage, wird Ihnen Angst machen. Das ist natürlich von einem Arzt schon eine dicke Sache. Wir werden bereits gechippt. Und zwar verdeckt über die Covid-19-Tests. Also das ist jetzt die Idee, die ich schon viel zu häufig als E-Mail bekommen habe, als dass ich das jetzt schon noch ignorieren könnte. Wir werden gechippt und zwar nicht nur durch die Impfung, weil das sagen ja schon viele, aber sogar schon durch die Tests. Weiter sinngemäß zusammengefasst, das lange Warten auf und der Kampf vieler Menschen gegen eine mögliche Zwangsimpfung wird als Ablenkung genutzt, während mit langen Teststäbchen sehr tief oben in der Stirnhöhle ein winzig kleines Chip eingeklinkt wird. Jetzt muss ich natürlich sagen, da bin ich persönlich betroffen, weil dann habe ich auch schon einen Chip in der Birne. Ich bin ja mal getestet worden, weil mein kleiner Sohn einen Unfall hatte. Und deswegen habe ich jetzt möglicherweise auch einen Chip, wenn die Dame recht hat oder wenn die Ärztin recht hat. So, jetzt das testende Personal selbst weiß vermutlich von nichts. Der Test findet aktuell in gesonderten Testzentren statt. Anmerkung von mir. Das würde, so finde ich auf Anhieb die Seite 2, jawohl, auch erklären, weshalb viele, nicht alle, aber auch nicht wenige Ärzte in meiner Region angewiesen sind, keine Corona-Tests zu machen. Einem über 80-jährigen Nachbarn mit schweren Husten wurde der Test verweigert. Ja, okay. Also das heißt,
Ich meine, ich habe diesen Nasentest gehabt, also aus dem Rachen da wurde ich also gepikst und aber auch durch die Nase und es war schrecklich, kann ich Ihnen was sagen. Es ist sehr unangenehm. Mein 3-jähriger Sohn auch, der hat wirklich fürchterlich geweint. Ich hätte auch am liebsten geweint. Ähm, aber dass technisch funktioniert, dass man da einen Chip implantiert, da muss ich jetzt ehrlich sagen, also ich bin kein HNO-Arzt und ich kenne mich auch mit Chips nicht besonders gut aus, aber ich meine, das kann ich mir einfach technisch nicht vorstellen. Ja, jetzt bin ich ganz neutral und schaue mir diese Idee einfach an. Ja, also das ist die Nasenschleimhaut oder Rachenschleimhaut da oben, ja, die ist natürlich sehr glitschig, wie Sie sich vorstellen können, und feucht, ja, und dass man da, also das müsste man richtig hineindrücken, ja, in die Schleimhaut und selbst dann ist die Frage, ob sich das hält. Ja, aber so ein Chip ist ja normalerweise klein und wenn der Tester das gar nicht weiß, dann kann er das Chip ja auch nicht loslösen. Also ich glaube, rein mechanisch ist das für mich schwer denkbar. Ja, und noch einmal, ich nehme jetzt einmal diese Vorstellung wirklich sehr ernst und überlege mir, kann das sein? Ja, kann das sein? Und irgendwie diese Applikation von einem nicht informierten Tester in die Nasenschleimhaut ähm, kann ich mir mechanisch schwer vorstellen. Machen wir weiter. Weiter, die Informationen hat die Ärztin über einen Patienten, der ihr in der Praxis ein YouTube-Video zeigte von Menschen, die nach diesem Test zur Handykamera griffen und welche auch das Vorgehen in anderen Fällen zeigt. Also jetzt muss ich schon ein bisschen lächeln. Also die Ärztin informiert sich medizinisch über YouTube-Videos. Ich meine, ich mache gerade ein YouTube-Video, deswegen sitze ich jetzt im Glashaus und muss aufpassen, dass ich nicht mit Steinen werfe. Aber sagen wir mal, nicht alles, was auf YouTube präsentiert wird, ist schon, sagen wir mal, die allerhöchste Wissenschaft. Ja? Also, dass eine Ärztin für eine doch relativ steile medizinische Aussage auf ein YouTube-Video verweist, das ihr ein Patient gezeigt hat, macht mich gelinde gesagt skeptisch. Während dieser gefühlten Stunde, es waren sicher nur 20 Minuten, wirkte das gesamte Team sehr ernst und gefasst und eine deutliche Beklommenheit lag in der Luft. Okay, das kann ich mir gut vorstellen, weil da wäre ich auch beklommen gewesen. Sprich, das gesamte Team ist sich dieser Sache sicher. Nein, das ist ähm, eine falsche Schlussfolgerung. Das kann natürlich sein, aber ich würde als erstes sagen, dass sich einige von den Angestellten der Ärztin, ja, die Ärztin ist ja die Chefin, aber einige sagen, jetzt fängt die Chefin schon wieder mit diesem Blödsinn an. Wir verlieren 20 Minuten oder gefühlt eine Stunde. Die redet jetzt mit jedem zweiten Patienten über dieses YouTube-Video, das sie irgendwann einmal gesehen hat und irgendwie, ich komme nicht nach Hause oder nicht verstehen Sie, das könnte auch die Beklommenheit auslösen. Also das als eine Bestätigung der Wahrheit dieses Chip-Implantierens zu nehmen, würde ich sagen, ist, sagen wir mal, eine übertriebene Schlussfolgerung, nennen wir es mal so. Ich wusste zunächst nicht, was ich davon halten soll und habe die Sache mit mir ausgemacht. Zudem fragte ich mich, werden solche Tests, selbst Gentests, nicht immer über die Mundschleimhaut gemacht? So etwas fällt doch auf. Okay, 2 Tage später sagte mir eine für mich glaubwürdige Bezugsperson jedoch, dass einer ihrer Bekannten, nächste Seite, wieder mal technische Schwierigkeiten, in Österreich schwer an Corona erkrankte, positiv getestet und dort auch beatmet und über die Nase getestet wurde, direkt zu Anfang der Corona-Saison, Anfang März. Also die Logik verstehe ich jetzt nicht. Irgendwie kommt mir so vor, als wird das als Argument präsentiert. Das kann ich jetzt nicht als Argument identifizieren, aber es kann sein, dass ich im Moment ein bisschen auf der Leitung stehe. Aber möglicherweise ist das, finden wir hier so eine Art von
nicht ganz ein Paralogik, wie man es halt nennt, oder Pseudologik. Das erste Suchergebnis meiner Internetrecherche gab daraufhin das Angebot eines Testherstellers. Er verkündete stolz, dass er einer von 3 bis 4, warum bitte 3 bis 4, weiß er das nicht? Ja, das kann man schon mal nicht wissen. Also das finde ich jetzt auch noch nicht höchst verdächtig. Herstellern seien, die nur ausreichende Mengen Stäbchen liefern können, welche die Covid-19-Kriterien, welche unter anderem das Testen durch die Nase vorsehen, genügen. Die Stäbchen werden fortschrittlich im elektronischen Drucker hergestellt. Ja, das ist noch dazu grün unterstrichen, das sehen Sie jetzt schlecht, ja, bei mir sieht man das, es ist grün unterstrichen im elektronischen Drucker. Gut, also das ist jetzt auch noch nicht unbedingt der Beweis für das Chippen, muss ich sagen, aber nehme ich mal zur Kenntnis. Das Bild zeigt lange Stäbchen mit einer Art Mini-Flaschenbürste, definitiv ungewöhnlich, zumindest für mich. Ja, ich bin jetzt auch kein HNO-Arzt und also ich finde alle diese Stäbchen ungewöhnlich, aber ich würde jetzt noch nichts, also vermuten Sie jetzt, dass das würde ich jetzt fragen, wenn Sie vor mir sitzen würden, Frau Krüger, vermuten Sie jetzt, dass die Mini-Bürste dann das Chip ist oder das, was den Chip hält? Und nun habe ich bei meinem E-Mail-Anbieter direkt die erste Meldung gelesen, Covid-19 Massentest zur Eindämmung der Infektion, lautet der Titel in etwa. Ja, okay, aber also verstehen Sie, was ich jetzt sagen will? Also hier müssen wir jetzt sehr sauber und das fällt mir in der ganzen Diskussion auf, wir müssen jetzt sehr sauber und logisch denken. Also irgendwie so ein richtig plausibles Argument wurde nicht gebracht, außer dass eine Ärztin mal ein Video gesehen hat, dem sie offensichtlich Glauben schenkt. Das ist ja immerhin schon mal etwas, aber das ist noch nicht der ultimative Beweis, würde ich mal sagen. Ja, bei Arzt bin ich auch und mich hat das jetzt noch nicht überzeugt, wobei ich natürlich das Video nicht gesehen habe. Vielleicht können Sie, wenn Sie das Video kennen, das unten posten, dass sich die Leute ein Bild machen können, weil ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, im ganzen YouTube das Video zu finden, wo das Chippen bewiesen wird. Auch wenn ich das wirklich nicht glauben möchte, so zeigen die Zeichen der Zeit doch Folgendes. Also wenn wir das jetzt fachspezifisch anschauen, und das ist ja unser Interesse, dann sieht man, die Ärztin war offensichtlich vollends überzeugt und und scheinbar, weil sie ist ja nicht nur persönlich überzeugt, sondern sie ist ja auch schon missionarisch, in dem Sinn, dass sie das ihren Patienten weitergibt, im Sinn von Achtung, wir haben eine hohe Gefahr. Ja. Die Patientin dieser Ärztin, diese eben mit dem Decknamen Rita Krüger, diese Patientin, die eben keine E-Mails mehr schreibt, sondern nur eben diese sicheren Briefe, damit sie nicht überwacht wird, die ist sich eben noch nicht hundertprozentig sicher, aber sie deutet doch sehr viele Zeichen dieser Zeit folgendermaßen. Die Überwachung wird immer präsenter. Das ist wahr. Ja, da ist was Wahres dran, verstehen Sie? Das ist ja das Gemeine beim Wahn, dass ja auch immer was Wahres dabei ist, ja, und dass Kombinationen gedacht werden, dass man Verknüpfungen anstellt. Also das ist wahr, ne? Die Überwachung wird immer, siehe China, siehe Corona-App in Deutschland, wobei natürlich der Datenschutz, muss man auch sagen, immer besser wird. Ja, die Telefone sind natürlich nicht so sicher, wie man landläufig das sich vorstellt. Das ist auch wieder wahr nicht. Also verstehen Sie, siehe die Dokumentation vom Bayerischen Rundfunk 2015, sehr zu empfehlen, Stichwort totale Überwachung oder Kontrolle, weiß ich nicht mehr genau. So, jetzt sind wir schon auf Seite 4. Politiker und Medien ändern ihren Kurs wie ferngesteuert, scheinbar ohne zu wissen, was sie am nächsten Tag sagen werden, was dann von ihnen erwartet wird. Na gut, da ist wieder was Wahres dran, wobei meine These ist ja schon lange, dass es keinen großen Strippenzieher gibt, sondern dass wir eigentlich sehr angstmotiviert sind und dass, glaube ich, niemand von uns so richtig weiß, was Sache ist und dass eben sehr viele durch
dieses Angstmotivieren auf den anderen schaut und deswegen die ganze Welt ein bisschen synchron ihre Dinge tut. Aber ist verständlich, dass man so tägliche Verunglimpfungen in alle Richtungen mit allen Mitteln der Rhetorik, besonders häufig aktuell der Lieblingsstempel Verschwörungstheoretiker, unter Inkaufnahme enormen Vertrauens- und Reputationsverlust. Das ist wahr. Also das ist wahr, das ist aber auch noch nicht der Beweis, dass das Chippen stimmt. Löschung von Menschen wie Andreas Kalcher, also da halte ich mich jetzt zurück, das ist, glaube ich, eher die esoterische Ecke der irgendwelche offiziellen beglaubigten Studien. Das ist jetzt, also da lehne ich mich nicht raus, da bin ich zu wenig Virologe. Psychiatrisch gesehen ist das, also glaube ich, ist das eher, sagen wir mal, eine gefährliche Ecke, formulieren wir es mal so. Meine Hoffnungen sind nun folgende. Erstens, dass es sich um einen bösen Scherz handelt. Das ist schon mal gut. Schauen Sie mal, das ist immerhin, da ist schon noch, die Hoffnung hat schon noch einen gewissen Realitätsbezug. Das heißt, sie sagt möglicherweise irrt sich diese Ärztin. Und das ist gut. Das heißt, hier haben wir einen Realitätsbezug. Beziehungsweise die Sache überinterpretiert wurde und wir nur eine globale Panikstörung hatten. Genau, das ist zweitens meine Hoffnung, die zweite Hoffnung. Ich glaube an das wahre, Schöne und Gute. Das freut mich sehr, liebe Frau Krüger, dass Sie das sagen. Ja, das glaube ich nämlich auch. Wissen Sie, wir kommen über diese Krise drüber, wenn niemand von uns den absoluten Wahrheitsanspruch bezüglich dieses Coronaviruses in Anspruch nimmt und auch bezüglich der Maßnahmen, ja, wenn wir alle ein bisschen weicher werden. Ja, ich hoffe, hier herausarbeiten zu können, dass jede Rigidität der Vorstellung, was Sache ist, was alles dahinter steckt und so weiter, wo Diskussionsmöglichkeiten nicht mehr da sind, wo Beratungsresistenz vorherrscht, ja, dann wird das menschliche Zusammenleben mühsam. Ja. Und deswegen das wahre, Gute und Schöne, die Selbsttranszendenz, ja, wenn uns die eint, dann können wir sagen, ja, so eine Kleinigkeit wie so ein kleiner Virus darf uns nicht trennen. Das sagen im Moment eigentlich immer mehr Leute und ich glaube, in diese Richtung geht es auch. Drittens, die dritte Hoffnung, die sie hat, dass die Menschen noch früh genug diesen Nasentest misstrauen. Aha, da kommt sie jetzt wieder zurück, dass der Nasentest doch diesen Chip hineinschmeißt in unsere Nase. Vielen Dank für Ihre überaus wichtigen, wirkungsvollen, mutigen, menschenfreundliche Arbeit. Schicke ich Ihnen leider anonym, nicht deswegen kann ich den Namen auch verwenden, aus Brandenburg. Das ist wahrscheinlich auch nicht wahr, aber es ist auch egal und das muss es auch nicht sein. Zusammen mit meinen allerbesten Wünschen für Sie und Ihr Team. Danke. PS, den Absender habe ich erfunden und den Brief mit Paketklebeband umklebt. So, ich hoffe, Sie mögen mich jetzt auch noch, liebe Frau Krüger. Wahrscheinlich erwarten Sie nicht, dass, ich glaube, wir haben jetzt 200.000 Zuschriften, dass gerade Sie jetzt genommen wurden für ein Video und noch dazu ist das Video wahrscheinlich nicht so, wie Sie sich erwartet haben. Aber es ist wichtig, dass wir gemeinsam darüber nachdenken und dass wir auch über die Übertreibungen und Grenzen nachdenken, weil wir ja immer jemanden anderen etwas vorwerfen, ja, wenn wir sowas. Und jetzt muss ich sagen, schauen Sie mal, abgesehen von den technischen Details, ja, warum sollte man sowas machen? Ja? Fangen wir aber bei den technischen Details an. Hier habe ich mich wieder informiert bei meinem Agenten 007. Also, ich frage mal, ich habe nämlich gefragt, einfach per E-Mail, sage mal, lieber Agent 007, ist so ein Chip, gibt es sowas? Und er sagt, yes, sowas gibt es. Diese Technologie wird bei Tieren schon lange eingesetzt. Das wusste ich gar nicht. Ich habe jetzt, nachdem ich aufmerksamer mich damit beschäftigt habe, gesehen, dass, glaube ich, in Wien sogar jedes Tier gechippt sein muss. Aha, interessant, ja. Diese NFC-Chips, das heißt Near Field Communication Chips, also glauben Sie nicht, ich hätte das gewusst,
werden auch bei Kredit- und Bankomatkarten eingesetzt. Okay, meine Apple Watch, also die vom 007, und jedes Handy hat es mittlerweile. Okay, Batterie, das war meine Frage, ist da nicht eine Batterie notwendig? Weil ich meine, wenn man da einen Chip drinnen hat, dann muss das ja irgendwie funken, damit man es findet. Die Antwort von 007, wahrscheinlich werden viele von Ihnen lachen über meine blöden Fragen, weil blöde Fragen sind gut, weil manche von Ihnen sind so blöd wie ich und wissen das auch nicht. Batterie ist nicht notwendig. Wenn ein Lesegerät nah genug kommt, dann wird die Energie durch das Magnetfeld übertragen und damit das NFC, die NFC-Daten ausgelesen. Cool. Prinzipiell ist die Technik sehr nützlich. Ja, das schauen wir uns dann nachher noch näher an. Problematisch wird es immer erst, wenn die Daten weiterverarbeitet werden. Es ist aber praktisch ein immerwährender Personalausweis. Dazu zeige ich Ihnen noch einen Artikel, den ich gefunden habe, mit dem jeder identifiziert werden kann. Von den Viren weiß ich, dass der Chip im Körper auch wandern kann. Ui, das ist eine blöde Sache. Deswegen muss der Arzt mit dem Lesegerät auch immer etwas suchen. Und nun zu meiner anderen Frage. Bonelli hat weiter gefragt, orten geht nicht. Ja, weil das ist der große Punkt. Ja, wenn jemand einen Chip da hinein tut, dann kann er mich nicht orten. Ja, da müsste man einen aktiven Sender implantieren und damit hat es der kleine Bonelli verwechselt und das geht nicht. Und jetzt noch kurz den letzten Artikel. Artikel aus dem Tagesspiegel, ich glaube, das ist ein Schweizer, die Schweizer Zeitung, ich glaube, da habe ich schon einmal ein Interview gegeben. Anyway, aus dem Jahr 2019, kann also mit Corona nichts zu tun haben, wie die Technik zum Teil des Körpers wird. Unternehmer werben mit Chip-Implantaten um Kunden. Mitarbeiter öffnen damit Türen. Manche Träger glauben, das wird erst der Anfang sein. Der Mikrochip ist so groß wie ein Reiskorn. Bitte sehr, hier ist es. Und wird zwischen Daumen und Zeigefinger unter die Haut gesetzt. Na, das ist ja super spannend. Jetzt passen Sie auf, tun wir mal wieder. Mir haben ein paar freundliche Kommentatoren erklärt, wie ich die Werbung wegschalten kann. Habe ich noch nicht durchgeführt. War sicher blöd. Anyway, könnte ich machen. Nie wieder nervös nach Schlüssel suchen. Mit diesem Versprechen wirbt irgendeine Bank momentan um Kunden. Ja. Wer bis Ende März eine Baufinanzierung abschließt, bekommt obendrein so ein Implantat. Na bitte, sprich ein kleiner Mikrochip, groß wie ein Reiskorn zwischen Daumen und Zeigefinger unter die Haut. Und das Türen öffnen kann. Ja, ist das nicht? Das ist doch irgendwie cool. Ne? Und jetzt müssen wir uns dann überlegen, warum macht das der Bill Gates zum Beispiel oder was auch immer? Prinzipiell interessieren sich viele Menschen für das Thema. Es gibt auch eine Handvoll Menschen, die unsere Aktion samt Implantat auch tatsächlich in Anspruch genommen haben. Ja, und dann wird das so weiter erzählt. Kooperiert die Bank mit einem Unternehmer. Ja, Mikrochip-Implantate gibt es für 40 Euro, also 39 Euro aufwärts. Ja, sagen wir mal 50 Euro. Das ist ungefähr das, was das kostet. Ja. Und da muss man jetzt die finanzielle Frage stellen, warum sollte jemand 50 Euro investieren, um jemanden anderen. Patrick Kramer leitet das Unternehmen und trägt selbst mehrere Implantate unter der Haut. Auf dem einen ist ein Ehegelübde gespeichert. Na bitte, eine moderne Form von Ring. Aus Kramers Sicht gibt es keine Probleme, nicht der Gesundheit, nicht mit dem Datenschutz. Man wird weder permanent noch sporadisch mit GPS geortet. Sehen Sie, das ist der Punkt, das hat mich interessiert. Man wird nicht geortet und auch nicht heimlich ausgelesen, sagt Kramer. Stattdessen erzählt er von einem 13-jährigen Kunde, die keine Arme hat. Na, das ist natürlich toll. Für die, ne, für die meisten ist das eben nicht so. So, jetzt wissen wir alle mehr. Also ich habe in der Vorbereitung dieses Videos sehr viel über Mikrochips gelernt. Und Sie haben hoffentlich mehr gelernt über den Wahn. Aber jetzt müssen wir einfach ganz angestrengt logisch denken und sagen, okay, jemand Fremder will mir einen Mikrochip unterjubeln. Was hätte er davon? Weil er kann ja nicht durch mich dann Türen öffnen und ich kann auch nicht Türen öffnen, weil ich gar nicht weiß, dass ich in der Nase einen Chip habe. Orten kann er mich auch nicht, ja, dazu reicht die Technik nicht, vielleicht geht das eines Tages.
Und er kann auch keine Daten aus dem Körper aufsaugen und mir sagen, soweit ich das verstanden habe. Der kann nicht sagen, der junge Mann oder der alte Mann oder whatever hat Fieber oder sonst irgendwas. Aber ich lasse mich gerne korrigieren, weil wie gesagt, ich bin kein Chipologe. Das weiß ich alles nicht. Aber was ich weiß, ist, was ein Wahn ist. Ja? Und wir müssen eben aufpassen, dass wir in dieser Konfrontation zwischen den Gesundheitsaposteln und den Freiheitskämpfern nicht wahnhaft werden. Ja, jeder von uns ist in seiner Blase. Die meisten von uns lesen nur noch Artikel und lesen und schauen nur noch Videos, die ohnehin ihre Meinung bestärken. Und in dieser Blase glaubt dann jeder, er ist in der großen Mehrheit und alle denken so ähnlich wie er, bis auf die komischen anderen da drüben, die man nennt man dann Schlafschafe oder Verschwörungstheoretiker oder wie auch immer oder Rechtsradikale, Linksradikale, wie man andere Menschen abwertet. Ja. Und deswegen kann ich nur heute als Psychiater wieder neu den Appell richten, den ich schon so oft gerichtet habe. Kritisches Denken und kritisches Fragen, auch Verschwörungstheorien kritisch hinterfragen. Ich sehe irgendwie erstens einmal die technische Machbarkeit nicht und vor allem den Nutzen nicht von einem Nasenabstrich, der einen Chip implantiert. Und was hätte der jetzt davon, dass dann alle Leute einen Chip tragen, der im Grunde dann völlig unnütz ist, ja? Weil man eben mit dem Näschen keine Türen öffnen kann. In diesem Sinn möchte ich Ihnen noch viel Nachdenken wünschen, weil ich weiß schon, dass einige von Ihnen jetzt wieder mal von mir enttäuscht sind. Es ist gut, Leute immer wieder zu enttäuschen, weil Täuschung ist schlecht, Enttäuschen ist gut, wissen Sie. Und immer wieder überrasche ich meine Patienten. Und das ist therapeutisch sehr wichtig, dass man auch überraschen kann. Eines meiner nächsten Videos, da geht es dann um Verschwörungstheorien. Das habe ich schon ungefähr 6 Wochen. Mit dem gehe ich schon 6 Wochen schwanger ungefähr. Auf das freue ich mich schon besonders. Aber diese Chips, die habe ich durch diesen netten Brief, danke nochmal der Briefschreiberin, vorgezogen. Herzliche Grüße, Ihr Raphael Bonelli.